Ja, hallo. Heute geht es um das Thema Fangen und Verladen von Geflügel. Das ist ein aktuell sehr heiß diskutiertes Thema in der Geflügelbranche, weil es eben einfach auch Schwierigkeiten gibt, das Tierwohl dort einzuhalten, den Tierschutz einzuhalten, nach Möglichkeit die Tiere tierschonend zu verladen, in die Kisten zu bekommen, ohne dass dadurch Tierleid entsteht, Schmerzen, Leiden oder Schäden entstehen, Fangverletzungen entstehen. Und ja, wie schafft man das? Gerade bei der Legehenne ist das eben schwierig, weil in den Legehennenhaltungen haben wir es mit Volierensystemen zu tun, die einfach eine tolle Strukturierung für die Tiere bietet. Aber nachher, wenn es darum geht, die Tiere zum Zeitpunkt der Schlachtung dann tatsächlich aus dem Stall herauszubekommen, gestaltet sich das sehr schwierig. Die Tiere sitzen nachts, wenn wir ausstallen, oben auf den erhöhten Ebenen, auf den Sitzstangen, auf der oberen Etage. Und da schaffen wir es eigentlich nur mit 2 Personen, die Tiere auszustallen. Also eine Person muss oben auf der Volierenanlage herumturnen und die zweite Person steht unten an den Kisten. Die Tiere werden von der Person oben dann übergeben an die zweite Person und die setzt sie dann in die Kisten. Das ist eine Schwierigkeit, wo natürlich dann auch die Arbeitssicherheit und der Arbeitsschutz auch mit bedacht werden muss. Das andere Problem in der Legehennenhaltung ist die mittlere Etage des Volierensystems, wo die Tiere tief im System sitzen können, weil da sitzen sie gerne nachts auf den Sitzstangen hinter dem Futtertrog. Und die Tiere da tierschonend herauszubekommen, ist auch schwierig. Das schafft man eigentlich nur, indem man sie an beiden Beinen greift und dann mit Brustbeinunterstützung dann aus dem System herausbekommt. Das Recht zum Fangen und Verladen sieht aktuell so aus, dass wir eine internationale Tierschutztransportverordnung haben, die 1/2005, die vorsieht, dass wir beim Fangen und Verladen der Tiere den Tieren keine Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen dürfen und die Tiere eben nicht so an den Beinen gegriffen werden dürfen, dass dadurch Schmerzen, Leiden oder Schäden entstehen könnten. Und das erschwert eben das Fangen und Verladen doch sehr erheblich. Es gibt auch noch die Europaratsempfehlung für unsere Haushühner und die besagt, dass wir eben die Tiere nicht kopfüber an den Beinen tragen dürfen. Und wenn wir sie tragen, sollte das möglichst kurz erfolgen und dann eben nicht kopfüber. Ja, die 1/2005 befindet sich tatsächlich aktuell in der Überarbeitung. Es gibt einen Entwurf der 1/2005, wo es darum geht, tatsächlich den Tierschutz mehr hervorzuheben, wenn es um den Umgang der Tiere zum Verladen, zum Fangen und zum Transport geht. Ja, ist schwierig. Also ich glaube schon, dass man sich da an der Praxis auch orientiert, aber man darf natürlich den Tierschutz nicht außer Acht lassen. Und deshalb gibt es da tatsächlich einige Punkte, die dann noch sehr stark diskutiert werden aktuell.